Wir befinden uns im Jahr 1284 an der Goldschmiedebrücke in Magdeburg. Die ehrwürdigen Goldschmiede und Silberschmiede und die Zinngießer dort müssen ihre Werkstätten platt machen, ihre Häuser werden abgerissen und es wird das St. Annen-Hospital und es wird die Heilig-Geist-Kirche errichtet. Die traditionellen Handwerker müssen also kirchlichen, kommunalen Bauten weichen. Das ist ein Vorgang, der ja auch im 20. Jahrhundert nicht völlig ungewöhnlich ist. Und was finden wir aus Reste davon archäologisch? Wir finden eine große Grube und in dieser großen Grube hat ein Zinngießer seine Werke sozusagen verklappt. Woher wissen wir, dass es ein Zinngießer ist? Weil die Gussformen alle mit Zinnresten, soweit wir das analysiert haben, behaftet sind. Wir erinnern uns aber, der Ort hieß Goldschmiedebrücke. Und was wir dort fassen, ist einfach eine historische Entwicklung. Um 1100, als die Stadt Magdeburg aufstrebend war, hatten wir ein anderes soziales Gefüge als am Ende des 13. Jahrhunderts. Um 1100 gab es im Grunde nur eine Käuferschicht für Edelmetall, Gold, Silber und Juwelen und das waren die Adligen. Wir sehen diese fantastischen Broschen und Gegenstände beispielsweise an den Figuren des Naumburger Meisters, die in der Zeit um 1240 entstanden. Die dortigen Herzöge, die dortigen Grafen besitzen wunderbare goldene Fibeln, goldene Scheibenfibeln, die den hier gezeigten Exemplaren ganz ähnlich sind. Die Exemplare hier sind aber als Zinn, die hochpoliert, dann auch einen goldenen Eindruck machen, aber natürlich nicht den gleichen materiellen Wert haben. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Die Bürgerlichen erleben einen ungeheuren Aufschwung, die Städte erleben einen ungeheuren Aufschwung, die Geldwirtschaft führt dazu, dass die Adligen letztlich in gewisser Weise zumindest partiell ärmer werden und dass das Bürgertum reicher wird. Und keiner versteht eigentlich, was Geldwirtschaft bewirkt, dass Geldwirtschaft eine neue Ungleichheit bewirkt und dass Adel nicht mehr automatisch die Garantie zu Reichtum ist, sondern dass ein Bürgerlicher durchaus reicher werden kann als ein Adliger. Die Bürger haben um 1250, 1260 ein Repräsentationsbewusstsein und trotz aller Kleiderordnungen wollen sie sich geben wie Adlige. Und deshalb dürfte es eine kluge Marktlücke gewesen sein, zinnerne, fantastische Gewandschließen und zinnernen Schmuck herzustellen, der dem adligen Goldschmuck ähnlich sah, aber eben nicht so teuer war, der allerdings in der Ausführung durchaus super filigran war. Und das sehen wir hier an diesen Gussformen, an diesen Zinngussformen, in denen eben Zinnlegierungen gegossen wurden. Wir sehen hier unglaublich kunstvolle Gürtelschnallen, Broschen, Anhänger, Zierstreifen, mit denen Stoff benäht war. Wir sehen aber auch Schachfiguren, Spielfiguren, Kinderspielzeug und vieles andere. Mit mehreren hundert Stück, mit etwa 400 Gussformen, ist das der größte Gussformenfund aus dieser Zeit Europas und der uns erstmalig einen Einblick in die ungeheure Sachkultur gibt, die wir ansonsten nur aus vereinzelten archäologischen Funden kennen. Man sieht also, eine einzige Grube in einer einzigen Grabung kann Schätze bergen, die unser materielles Bild, hier beispielsweise für die späte 13. Jahrhundert, vollständig verändern und einen Meilenstein darstellen. Deshalb ist es wichtig, jede noch so scheinbar unbedeutende Baugrube zu begleiten, vor Überraschungen, vor Entdeckungen und vor großartigen Schätzen, die nicht immer aus Gold und Silber sein müssen, sondern häufig auch nur technischer Natur sind, ist man nie gefeit. Im Gegenteil, wir hoffen darauf und Sie können diese Schätze im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle sehen und Sie können dort auch sehen, was aus diesen Gussformen gegossen wurde, denn wir haben natürlich die ausgegossenen Dinge virtuell rekonstruiert, sodass Sie den Schmuck der Zeit um 1250 gleichsam im Geiste nochmal tragen können.